Leute, kaum eine Politikerin in der AfD hat die Partei in den letzten Jahren so geprägt wie Beatrix von Storch. Sie hatte einen großen Anteil daran, dass die Partei 2017 zum ersten Mal in den Bundestag eingezogen ist. Damals hat sie es wie kaum eine andere in der Partei verstanden, die Medien für sich zu nutzen. Ich meine, wer aus der AfD hätte sich sonst auf eine Diskussion mit Bushido eingelassen? Das war doch schon mal gut. Schon sehr gut, ja. Seit einer Weile läuft es aber nicht mehr so gut für Beatrix von Storch. Auf dem Parteitag in Riesa ist sie gerade erst als Parteivize abgesägt und aus dem Bundesvorstand gekickt worden. Aber warum das? Beatrix von Storch hat sich Feinde gemacht, und zwar mächtige Feinde. Und es stehen sogar Vorwürfe der Wahlmanipulation gegen sie im Raum, aus der eigenen Partei. Jetzt könnte es sein, dass das Ende ihrer politischen Karriere nur noch eine Frage der Zeit ist. Ich analysiere euch jetzt kurz und knapp, was da gerade los ist und was das für die AfD bedeutet. Kaum eine Person versteht es so zu provozieren wie Beatrix von Storch. Ob gegen Zuwanderung, Das schaffen wir nicht und das wollen wir auch gar nicht schaffen. gegen Transmenschen Ein Fisch ist kein Fahrrad, ein Mann ist keine Frau und Gender ist Gaga. oder generell gegen alles, was links ist. Linke sind Heuchler und sie alle hier gehören dazu. Von Storch holt regelmäßig zum verbalen Rundumschlag aus. Vielleicht auch deswegen ist es in der AfD lange Zeit ziemlich gut für sie gelaufen. Jetzt steht von Storch aber vor einem ziemlichen Scherbenhaufen. Was ist da passiert? Dafür muss ich direkt am Anfang des Videos erstmal eine Sache einordnen, die viele nicht auf dem Schirm haben. Beatrix von Storch ist ja über die Jahre mit vielen krassen Äußerungen aufgefallen. Ihr erinnert euch da zum Beispiel an die Forderung, an der Grenze auf Flüchtende zu schießen. Das hat für viel Empörung gesorgt. Es fühlt sich ein bisschen strange an, das zu sagen, aber Beatrix von Storch gehört in der AfD gar nicht mal zu den extrem Rechten. Sie gehört zum sogenannten gemäßigten Teil der Partei, der eher konservativ-liberale Positionen vertritt und die AfD auch auf kurz oder lang regierungsfähig machen will. Und der verliert in der AfD immer mehr an Einfluss. Und Beatrix von Storch hat sich im extrem rechten Lager der Partei Feinde gemacht. Und zwar unter anderem den Menschen, ohne denen in der Partei gar nichts mehr geht. Björn Höcke. Am Beispiel Beatrix von Storch kann man aus meiner Sicht ganz gut zeigen, wie sich die Machtverhältnisse in der Partei aktuell so verschieben und wie diejenigen, die sich nicht hinter dem Kurs von Höcke und Co. versammeln, immer weniger zu sagen haben und abgestraft werden. Mit Björn Höcke konnte Beatrix von Storch noch nie so richtig, aber einige Jahre war das nicht so das Problem. Dann hat sich von Storch aber einen folgenschweren Fehler für ihre Karriere erlaubt. Welchen genau, das hat mir AfD-Expertin Ann-Kathrin Müller vom Spiegel erklärt. Sie verfolgt die Partei seit vielen Jahren und sie hat mir gesagt, wo von Storch erstmals so richtig gestolpert ist. Der ausschlaggebende Moment für den Abstieg von Beatrix von Storch liegt eigentlich schon so 2 Jahre zurück. Da hat sie nämlich mit dafür votiert, dass Andreas Kalbitz aus der Partei fliegen soll. Sie war sogar die treibende Kraft mit dahinter. Und Andreas Kalbitz, das war der Landeschef in Brandenburg von der AfD, der ist eben Rechtsextremer und dem konnten verschiedene Dinge nachgewiesen werden über journalistische Recherchen und dann hatte er auch plötzlich keinen Platz mehr in der AfD. Andreas Kalbitz ist er hier, ihr erinnert euch vielleicht. Der war unter anderem Mitglied bei der HDJ, der Heimattreuen Deutschen Jugend, einer völkischen Vereinigung, die auf der sogenannten Unvereinbarkeitsliste der AfD steht. Wer da mitgemacht hat, darf nicht in der Partei sein. Das heißt, Andreas Kalbitz hat gegen diese Regeln verstoßen, weil er war ja Teil dieser Organisation. Das extrem rechte Lager wollte Kalbitz trotzdem in der Partei halten. Der Bundesvorstand hat dann aber entschieden, dass Kalbitz gehen muss. Björn Höcke war danach richtig sauer, dass sein Buddy Kalbitz nicht mehr in der Partei sein durfte. Und damit ging er auch an die Öffentlichkeit. 2 Leute aus dem Vorstand machte er damals direkt verantwortlich. Jörg Meuthen und Beatrix von Storch wollen eine andere Partei. Sein Vorwurf: Verrat an der Partei. Auch andere aus dem extrem rechten Lager haben damals zum Angriff gegen von Storch geblasen. Der Bundestagsabgeordnete Jürgen Pohl haute damals sogar einen Post raus, in dem von Storch und andere aus dem Vorstand als Spalter bezeichnet wurden. Man kann sagen, dass an dem Punkt die Jagd auf von Storch öffentlich eröffnet wurde. Beatrix von Storch hat so ein bisschen unterschätzt, wie mächtig die rund um Andreas Kalbitz sind und wie viel Kraft und Willen die haben, dann seine Gegner sozusagen nach und nach zu beschädigen. Und das hat sie dann auch ordentlich zu spüren bekommen. Zum Beispiel vergangenes Jahr. Da wurde in ihrem Berliner AfD-Landesverband eine neue Spitze gewählt.
Den Job wollte von Storch gerne machen, ist aber dann bei der Wahl durchgefallen. Stattdessen setzte sich die viel unbekanntere Landespolitikerin Christine Brinker knapp gegen sie durch. Ihre Politik bestand zuvor unter anderem daraus, Meutenvertraute in der Partei zu fronten. Und das ist bei den Extremrechten anscheinend gut angekommen. Und es gab immer mehr Reibungspunkte, die auch öffentlich sichtbar wurden. Auf dem Parteitag im vergangenen Jahr kritisierte von Storch lautstark einen Höcke-Antrag auf ein sogenanntes Migrationsmoratorium. Meine Damen und Herren, wir haben gerade beschlossen, dass Migranten, die zu uns kommen wollen und die weniger als 5 Millionen Euro mitbringen, hier nicht mehr willkommen sind. Nur noch mit 4,5 Millionen Euro kann man nicht mal hier zuwandern. Das war selbst Beatrix von Storch zu derbe. Sie hat sich offen gegen den Antrag zur radikalen Eindämmung von Migration ausgesprochen. Das zeigt aber auch, wie sich die Inhalte im Laufe der Jahre immer weiter nach rechts verschoben haben. Der Streit zwischen dem gemäßigten Lager und dem extrem rechten Lager ist also nach und nach immer intensiver geworden. Und das sogenannte gemäßigte Lager hat immer mehr an Boden verloren. Im Januar 2022 gab es dann aber den heftigsten Schlag. Jörg Meuthen, bis dahin Co-Chef der AfD, ist da aus der Partei ausgetreten. Und damit verlor auch Beatrix von Storch einen der wichtigsten Bezugspunkte. Jörg Meuthen gehörte zum Lager von Beatrix von Storch oder andersrum, Beatrix von Storch gehörte zu seinem Lager. Man muss aber sagen, dass sie lange Zeit diejenige war mit dem wichtigeren Netzwerk in der Partei. Also sie hat eigentlich Jörg Meuthen auch mitempfohlen, was er tun soll oder auch nicht, so sagen es zumindest Leute in der Partei. Und als er dann gegangen ist, fehlte ihr und ihrem Lager halt der Kopf, der immer derjenige war, den man in Talkshows setzen konnte, der eben nach außen vertreten hat, dass da angeblich noch gemäßigte Leute in dieser Partei sind. Und seit er weg ist, fehlt da eben diese Figur, die man nach vorne stellen kann. Und jetzt bei dem Parteitag hat man eben auch gemerkt, andere Leute, die diese Position einnehmen könnten. Denn es wurde niemand von ihnen gewählt. Und der jetzige Parteitag in Riesa stellt auch für Beatrix von Storch die bislang heftigste Niederlage dar. Und manche sagen sogar das Anfang vom Ende ihrer politischen Karriere. Beatrix von Storch war ganz zu Beginn des Parteitags schon Thema, denn 25 Berliner Delegierte konnten nicht anreisen bzw. nur auf den Besucherplätzen Platz nehmen und nicht mitstimmen. Der Grund: ihr wurde vorgeworfen, dass sie die Wahlen, bei denen man diese Delegierten bestimmt, manipuliert haben soll und eben da Leute auf eine Liste gesetzt haben soll, die gar nicht richtig gewählt wurden. Wahlmanipulation, das ist ein schwerer Vorwurf. Beim letzten Landesparteitag der Berliner AfD soll sie 3 Kandidaten auf eine Bewerberliste gesetzt haben, nachdem diese schon geschlossen war. Das wäre ein heftiger Wahlfehler. Das Bundesschiedsgericht der AfD hat daraufhin geurteilt, die Wahl ist nicht sauber gelaufen. Beatrix von Storch hat die Manipulation zwar abgestritten, aber es half nichts. Sie musste den Parteitag von den billigen Plätzen verfolgen. Während Kruppalla, Weidel, Höcke und Co. energische Reden halten konnten, war Beatrix von Storch zum Zuschauen verdammt. Und da musste sie nicht nur mit ansehen, wie sie ihre Position als stellvertretende Bundessprecherin und als Mitglied des Vorstands verloren hat, also in der Partei in Zukunft nichts mehr zu entscheiden hat, sie musste auch stumm mit ansehen, wie ihre Gegner vom rechten Rand sie öffentlich weiter demontierten. In der weiteren Folge muss ja jetzt aufgeklärt werden, ob nicht Parteiordnungsmaßnahmen ergriffen werden müssen, insbesondere gegen Frau Beatrix von Storch. Auf gut Deutsch, ihre Gegner wollen sie im äußersten Fall jetzt sogar aus der Partei schmeißen. Und nach der Neuwahl des Vorstandes nutzte die frisch gebackene Co-Chefin Alice Weidel auch direkt die Gelegenheit nachzutreten. Der letzte Bundesvorstand ist mit Abstand der unerfahrenste gewesen, der unpolitischste. Und also schlechter konnte man das alles gar nicht mehr machen. Das muss ich hier auch in aller Deutlichkeit sagen. Der bestand zur Mehrheit aus dem Meuthen-Lager. Und Tino Kruppalla stellte fest, die Ära Meuthen ist mit dem heutigen Tag auch beendet. Und auch die Ära von Storch könnte sich jetzt zum Ende neigen. Aber was hat sie jetzt vor? Schmeißt sie auch hin? Also gerade ist ja wirklich die Frage, was Leute wie Beatrix von Storch und andere aus diesem Lager, das sich gemäßigt nennt, eben machen. Ob sie jetzt weiter zuschauen, wie die Partei sich entwickelt, weil sie eben mit ihren Kämpfen nicht geschafft haben, das Ruder rumzureißen, wie sie das selber immer formuliert haben. Und mein Eindruck ist, dass die Leute, die noch nicht mit Jörg Meuthen die Partei verlassen haben, jetzt auch erstmal bleiben werden. Und dass sie eben sich selber einreden, dass sie da noch etwas verbessern können, beziehungsweise darauf hoffen, dass wenn der Kurs, der jetzt eingeschlagen wurde auf diesem Parteitag, nicht funktioniert, dass sie dann wieder eine Chance haben, die AfD zu verändern. Dass das klappt, kann aber zumindest bezweifelt werden. Fazit: Die AfD blinkt rechts.
Das ist nichts Neues, aber es ist schon krass zu sehen, dass die Partei sich mit jeder Neuaufstellung weiter radikalisiert. Und sogar Leute wie von Storch, die früher wie die Radikalen in der AfD gewirkt haben, bleiben dabei auf der Strecke. Mit dem neuen Führungsduo Kruppalla und Weidel ist der Kurs klar in eine noch extremere Zukunft gesetzt. Damit wird die Partei eben quasi ehrlicher mit sich und mit den Wählerinnen und Wählern, weil sie eben zeigt, wie sie tickt. Der heimliche Chef ist nach dem Parteitag aber auch klar. Björn Höcke hat die Zügel in der Hand und geht erbarmungslos gegen seine Feinde vor. Er räumt nach und nach seine Gegner aus dem Weg. Große Namen wie Lucke, Petri, Meuthen und jetzt von Storch sind alle nicht gegen ihn angekommen. Und er hat sich in eine hervorragende Ausgangsposition gebracht. Es gibt jetzt eine Mehrheit von Björn Höckes Leuten im Bundesvorstand und dementsprechend wird die AfD sich dann auch präsentieren. Das heißt aber auch, das gemäßigte Lager ist am Boden. Nachdem Meuthen hingeschmissen hat, ist jetzt von Storch demontiert worden. Es bleibt zumindest abzuwarten, wie lange sie das Ganze noch mitmacht. Was meint ihr? Ist die Karriere der Beatrix von Storch wirklich am Ende? Oder packt sie nochmal ein Comeback in der Partei? Und was haltet ihr vom neuen Kurs der AfD? In die Kommis damit. Gegen ihn hat sich noch keiner durchgesetzt. Unseren Abo-Button. Direkt hier klicken und den Kanal abonnieren. Hier erzähle ich euch, wie sich die AfD im Ukraine-Krieg als Friedenspartei positioniert. Und bei unserem neuen Auslandsformat Atlas erfahrt ihr, wie mexikanische Drogenkartelle ihren Nachwuchs auf TikTok rekrutieren.